So, da sind wir wieder. Fantastisch. Ich bin immer noch hin und weg. Das war der Boss in diesem Dungeon. Ein Stirnreif erhalten. Na, da wollen wir mal. Ist der dann für dich? Uff, du kannst schön dieses Mitra-Moped behalten. Dann war das eine nur ein optionaler Raum? Das ist doch ein Scherz, oder? Ich weiß ja nicht. Ja, wäre von diese blöde Katze. Dann kannst du wieder zaubern. Aber hätten wir den Schwarzmagie wahrscheinlich oben gehabt, dann hätte dieser Flammenwerfer uns mehr wehgetan. Ich habe jetzt echt gedacht, das wäre optional nach hier unten hin. Unbelievable. Ach, macht schon. Ich werde echt ungeduldig. Ich weiß nicht, ich spüre so eine richtige innere Unruhe. Ich muss auch bald aufhören. Ich werde das bei der nächsten Gelegenheit dann speichern. Aber ich habe die Vermutung, dass die Geschichte bald zu Ende sein wird von ihr. Also, wenn die Längenverhältnisse in etwa hinkommen. Das sag ich jetzt mal. Zeit. So, jetzt muss es wieder zunehmender Mond sein. Ja. Jetzt ist Schwarzmagie unten. Das ist natürlich richtig schön kacke. Achso, speichern sollte ich noch. Und wieder zurück. Ich sollte mir echt angewöhnen, erstmal die Wege. Oh. Und ich sehe gerade, wir haben Rydia gerade mal um 100 Mana geheilt. Noch nicht mal um 100. Ich würde am liebsten gleich nochmal schlafen gehen, aber ich habe Angst, dass es dann wechselt und wir dann hier diese Hardcore-Monster drin haben. Deshalb müssen wir jetzt damit leben. Und tschüss. Ne, immerhin. Eigentlich mag ich Igel, ne? Aber ich entwickle gerade eine Antipathie. Ich wurde übrigens angefragt, ob ich mal wieder ein FHQ machen könnte, da das letzte unglaublich gut angekommen zu sein scheint. Hättet ihr Bock auf FHQ oder allgemein irgendwelche Top-Listen? Ach, tatsächlich. Es wäre nur eine Scheißkiste gewesen. Hey, Adamantit gefunden. Schon wieder, glaube ich. Also ich bleibe dabei, Final Fantasy IV ist mir irgendwie lieber. Ach, nochmal zurück. Also, wie wär's, ne? Hier mit Toplisten. Wobei sich solche Dinge halt auch öfters mal wieder ändern bei mir, ne? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt auf die Fragen von vor einem Jahr nochmal genau gleich antworten würde. Also das denke ich eher weniger. Also wenn der Interesse besteht, dann könnt ihr ruhig schreiben, ja, und wenn es auch nur einer ist, dann mache ich das nochmal. Also ich weiß ja schon von einem, der das gerne nochmal hätte. Dann würde ich nochmal zu einem FHQ aufrufen.
Dann müsste ich, glaube ich, aber auch neue Bilder zeichnen, weil ich kann die alten nicht nochmal verwenden. Das wäre ein bisschen aufwendig. Wow, CC-Kinder sagt mir gerade, dass er 2 GB Speicherplatz freigeben kann. Danke für den Hinweis. Zutiefst verbunden. So, das nehmen wir nochmal mit. Einmal für auf den Weg. Was zur Hölle soll das jetzt? Die machen irgendwie ziemlich viel Schaden und irgendwie gehen die nur auf meinen Magier. So, bei Kalko und Brina hat das geholfen. Kontert der jetzt mit Magie? Das ist eine gute Frage. Gut, an ihr machen sie jetzt nicht so viel Schaden. Ich greife einfach mal an. Vielleicht kann ich es erleben. Ah, perfekt. So, dann versuche ich mal, den einen kaputt zu kriegen. Schönes Ding. Das ist jetzt aber auch so random gewesen, ne? Wo kam das Viech jetzt bitte her? Mithrilfeder 2 Stück. Keine Cutscene, rein nichts, einfach Gegner, die da rumstehen. Das ist doch ein Witz. So, und was machen diese sogenannten Mithrilfedern? Super. Danke für den Hinweis. Na, was ist denn das für eine Beschreibung? Mithrilfedern. Federn, die aus Mithril hergestellt sind. Geil. Echt geil. Super geil. Würde ich ja fast sagen. Dann blitzdienst du einfach. Es ist egal, was du machst. Es ist alles Kacke. Ach ja, schönes Wetter draußen. Stufe 28. Hat die Rydia schon fast. Die hat Rydia rein. Ich glaub's ja nicht. Rydia war irgendwie Stufen über ihr. Sehr mysteriös. Na, wir sind fast beim Ausgang. Ich frage mich, ob jetzt diese Puppen die Gegner gewesen wären, die jetzt überall auf dem Weg rumgestanden hätten. Sofern wir bei dieser bösen Uhrzeit gegangen wären. Ach, guck schon. Oh, verstorben.
Oh Gott, irgendwas, was mir überhaupt gar nicht gefällt. Wenn es das ist, was ich denke. Hey, brav. Bist immer wieder vor ihr. Ich denke eh, dass wir Luca nicht mehr allzu lange in der Party haben werden. Mir vorstellen, ich meine, wir kriegen Rosa, Sid kriegen wir bestimmt auch. Dann Edge und Yang und Nina hat so eine Tochter. Also die Süße im Intro. Ich weiß leider schon, wie sie heißt. Und Himmel. Das ist ja so ein Moment, ne, wo man sich denkt, das wäre eh nix. Warum? Also, sowas denkt man sich bei 13.2 und 13.3 und bei dem Namen. Na gut, bei einigen Namen aus 13 habe ich mir das auch schon gedacht. Wirklich kreativ sind die Namen da nicht. Oh Gott. Oh. Es tut mir leid, aber mich ermüdet das. Das ist der Wahnsinn. Es ist so langwierig und stupide und gleich sind wir an der Oberfläche. Nicht mehr lange. Da sind wir draußen. Ja, ja, ja. Oh, danke sei Gott. Und dann wollen wir mal auch zum Schiff. Nein. Ich krieg die Krise. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn die sie angreifen, müsste sie ja jetzt eigentlich immun sein. Okay, sie ist gestorben. Alles in Ordnung. Zeit, uns an die Arbeit zu machen. Uns? Lass mich dir auch helfen? Okay. Gib alles. Sieht mir aus, als würde sie was beschwören wollen. Schon wieder. Das sieht nicht gut aus. Was denn? Der Schaden ist viel schwerer, als ich gedacht hatte. Mit dem, was ich hier habe, kann ich das nicht reparieren. Das ist wohl ein Scherz. Wenn wir den Falken nicht wieder hinbekommen, stecken wir hier fest. Ich weiß, okay. Tut mir leid. Moment, du denkst doch nicht daran, Teile aus Kalke und Brina zu benutzen, oder? Ich habe keine andere Wahl, nur so kann ich den Falken wieder flugfähig bekommen. Luca, das kannst du nicht machen. Aber du bist mit denen aufgewachsen, du kennst sie seit deiner Kindheit. Kannst du nicht das hier benutzen? Du übergibst die Methrilfeder. Das ist perfekt. Nicht nur für den Falken, damit kann ich auch Kalke und Biene reparieren. Wirklich? Ja, vielen Dank, Rydia. Und ich helfe dir auch, dass wir das Schiff gemeinsam reparieren. In Ordnung. Oh Mann, was für eine unnötig eingeschobene Tragik. Der Falk ist wieder startklar. Hihi. Ein Erdbeben? Warum bebt der Boden? What the fuck? What the fuck ist das jetzt?
Warum? Titan! Ich bin's, Rydia. Agathe droht tödliche Gefahr. Achso, und das hat sie gesagt. Bitte, du musst aufwachen. Auch kriegen unsere erste Beschwörung. Das wäre ja mal nice. Komm, studieren mal. Studieren nicht möglich. Auch nicht schlecht. Da setzt sie es einmal ein und schon funktioniert es nicht. Aber ich würde mal sagen, Eis ist relativ effektiv. Nein, was? Hä? Er ist... Nein. Titan, nein. Oh nein. Titan, bitte. Was zur Hölle geht da ab? Ist das jetzt noch geskriptet oder ist das jetzt der echte Kampf? Ich bin einfach nur überfragt. Schmeißt einfach die Potion rein und gucken. War wahrscheinlich ganz gut so. Es passiert irgendwie nicht viel Abwechslungsreiches. Haben wir vielleicht noch so ein... Ach komm, hauen wir einfach mal drauf. Wir haben es ja. Da ist kein Mana mehr, oder was? Ich habe mich schon so weit gebracht, dass er kein Mana mehr hat. Okay, ich nehme alles zurück. Oh, Button Switching. Kalko und Bina waren noch wieder heile. Warum kämpfen die eigentlich mit? Immer so am Rande. Wie viel hält der eigentlich aus? Dann wählen wir uns auch die Potions aus. Ist auch nicht so gut.
weiß noch nicht, ob wir irgendwas anderes benutzen müssen. Ich glaube nicht. Wir müssen einfach nur die ganze Zeit angreifen, aber ich weiß nicht, wie viel Leben der hat. Ich meine, das ist schon eine ganze Menge, ne? Sie hat immerhin fast keinen Dings mehr. Und wenn wir sterben sollten, dann würde er wahrscheinlich mehr Schaden machen. Oh. Schattenmann. Okay. Muss ich dazu jetzt irgendwas sagen oder sagt ihr was? Jetzt haben wir den verhüllten Mann, der Kane ist, und jetzt den Schattenmann. Wer könnte das sein? So von der Statur her ist das bestimmt Golbes. Wer seid ihr? Oh, es kommt auch Lunaria-Musik. Aber Golbes war doch nicht schwarz. Wir müssen gehen, der Turm wartet. Der Turm. Die Schrecken der Vergangenheit kommen, um uns erneut zu besuchen. Wer seid ihr wirklich? Lass mich raten, jetzt kommt Ende von Rydias Geschichte. Ja, Tatsache. Rydias Geschichte, die Starre der Beschwörbaren. Schönes Ding. Dann würde ich mal sagen, mache ich jetzt hier einen Schnitt und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dahin. Ciao.